Die Feierlichkeiten zur Inauguration sollten noch bis in den tiefen Abend dauern. In Washington waren zahlreiche Bälle, Empfänge und Partys von Trump-Anhängern geplant, die teils schon vor Tagen scharenweise aus allen Landesteilen in die Hauptstadt strömten. Der Höhepunkt war eine Parade vor tausenden Anhängern in der Capital One Arena in der Innenstadt von Washington, auf der Trump auch die ersten Dekrete unterzeichnete. Diese ermöglichen es ihm im Prinzip unter Umgehung des Kongresses auf dem schnellen Dienstweg erste Maßnahmen anzuschieben. Wie viele von den Executive Orders sich tatsächlich in die Praxis umsetzen lassen, war zunächst nicht klar. In der Sportarena in Washington wurde vor 20.000 MAGA-Fans ein Schreibtisch aufgebaut, darauf mehrere Dokumente und Füllfedern. Er unterzeichnete zahlreiche Dekrete, die etwa darauf abzielen, die Einwanderung drastisch zu begrenzen, sowie aus dem Pariser Klimaschutzabkommen und der WHO auszusteigen. Auch begnadigte Trump Menschen, die am Sturm seiner Anhänger auf das Kapitol am 6. Jänner 2021 beteiligt waren. Migranten, die in Mexiko an der Grenze darauf warteten, in die USA gelassen zu werden, bekamen jedoch die Folgen umgehend zu spüren. Ihnen wurden bereits erteilte Termine zur Asylbeantragung kurzfristig gestrichen. Die Menschen vor Ort brachen reihenweise in Tränen aus. Mit Blick auf die Handelspolitik plant Trump die Einführung von Zöllen in Höhe von 25% auf Produkte aus Kanada und Mexiko. Ich denke, wir werden es am 1. Februar tun, sagte Trump im Weißen Haus. Trump sagte auf Nachfrage eines Journalisten zu den Zöllen: Wir denken an 25% für Mexiko und Kanada, weil sie eine große Zahl von Menschen einreisen lassen. Zur Eindämmung irregulärer Migration hat Trump den nationalen Notstand an der Südgrenze verhängt. Der Verteidigungsminister hat nun die Befugnis, Soldaten zu entsenden, um diesem Notstand zu begegnen und das Heimatschutzministerium zu unterstützen. Kein illegaler Migrant soll mehr über die Südgrenze in die USA gelangen, so das erklärte Ziel. Der 78-Jährige ordnete zudem den Ausbau von Grenzbefestigungen zu Mexiko an. Das Heimatschutzministerium wurde angewiesen, alle geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, um Migranten ohne Bleiberecht abzuschieben. Nicht registrierte Migranten sollen identifiziert werden. In den USA geborene Kinder von Migranten ohne Aufenthaltsstatus wurde das Recht auf eine automatische Staatsbürgerschaft entzogen. Trump will dieses Recht auf Staatsangehörigkeit durch Geburt in den USA auch für Kinder von Eltern beenden, die sich zwar legal, aber nur temporär in den USA aufhalten. Die Frage der Rechtsmäßigkeit des Dekrets dürfte aber letztendlich von der Justiz geklärt werden müssen.